Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut auf meinem Kanal zur neuesten Wanderung. Wir befinden uns hier in Grenzgebieten. Jawohl, ihr hört richtig, Gebieten, denn zum einen ist hier die Grenze zwischen Westerzgebirge und dem Vogtland und dann ist nur wenige Kilometer entfernt die Grenze zwischen Sachsen und Tschechien. Und angesichts der vielen Grenzen wird sich wohl niemand wundern, wenn wir heute auf Schmugglerswegen unterwegs sind. Und wo ihr das findet, fragt ihr euch? In Karlsfeld. Karlsfeld im, wie schon erwähnt, westlichen Erzgebirge. Und bevor wir losgehen, noch schnell etwas in eigener Sache. Der eine oder andere von euch hat meinen Kanal noch nicht abonniert. Grundsätzlich kein Problem und ist auch völlig legitim. Aber nur wenn ihr hier unten auf Abonnieren drückt bzw. auf die Glocke, dann seid ihr sicher, ihr verpasst hier keine Wanderung mehr in unserer schönen Heimat bzw. auf unserer Pilgerreise nach Rom. Die ganze Sache ist selbstverständlich kostenlos für euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß und lasst uns gemeinsam losgehen auf dieser Wanderung auf Schmugglerswegen. Bei einer unserer Wanderungen um Eibenstock hattet ihr euch gewünscht, etwas mehr von der Region im westlichen Erzgebirge kennenzulernen. Deshalb fahren wir heute ein Stück hinter Eibenstock in das im Zuge der Gemeindegebietsreform eingemeindete Karlsfeld. Karlsfeld, auch als sächsisches Sibirien bezeichnet, und übrigens die Ortschaft mit der tiefsten Durchschnittstemperatur in den Sommermonaten, wurde von Veit Hans Schnorr von Karolsfeld im Jahr 1677 hier am Flüsschen Wiltsch gegründet. Er hatte in dieser Flur Grund und Boden erworben und Eisenerz sowie Zinngruben errichten lassen. Seine Gedanken und Pläne gingen auf und der Ort wuchs und erblühte. Gegenüber vom heute noch vorhandenen ehemaligen Gasthaus Grüner Baum, welchen besagter Veit Hans Schnorr von Karolsfeld selbst errichten ließ und heute das Gemeindezentrum mit Touristinformation beherbergt, liegt unser Startpunkt. Als ersten architektonischen Höhepunkt stoßen wir auf die Trinitatiskirche. Die Kirche soll Schnorr von Karolsfeld auf eigene Kosten errichtet haben, damit der Pfarrer von Schönheide im Winter den langen und schweren Weg nicht mehr zurücklegen muss. Hans-Georg Bär, der Erbauer der berühmten Frauenkirche, soll an der Erbauung dieses Kleinods mitgewirkt haben. Selbst einen eigenen Bahnanschluss erhielt Karlsfeld trotz seiner Höhenlage. 1881 beginnend wurde in 4 Abschnitten eine Schmalspurbahn von Wilkau-Haslau errichtet und diese gehörte zu den am stärksten frequentierten sächsischen Schmalspurbahnen. Leider wurde im Zeitraum von 1965 bis 1977 der Zugverkehr abschnittsweise eingestellt. Es gab in den letzten Jahren mehrfach Pläne und Versuche, die Strecke wieder stückweise in Betrieb zu nehmen. Leider wird aus finanziellen Gründen Karlsfeld so schnell nicht wieder ans Bahnnetz angeschlossen werden. Immerhin schön zu sehen, Gleisanlagen innerhalb des Bahnhofs werden teilweise wieder errichtet. Genießen wir, während wir die Morgenröther Straße mit der blau-weißen Markierung nach oben kraxeln, noch das schöne Karlsfeld in seinem Tal, bevor wir den Waldrand erreichen. Dort benutzen wir den breiten Forstweg in Richtung Morgenröthe. Nach einem kleinen Stück stoßen wir auf die blaue Markierung vom Kammweg. Diesen Weg kennen wir ja bereits aus einer früheren Wanderung im mittleren Erzgebirge.
Angekommen an dieser schönen Schutzhütte verlassen wir unsere blaue Markierung, da wir ja nicht in den Heimatort des ersten Deutschen im All Sigmund Jähn, Morgenröte Rautenkranz wollen, sondern laufen den gelben Weg in Richtung Drei-Bächle hinunter. Für alle nicht sächsisch sprechenden Zuschauer unter euch, es heißt ganz einfach Drei Bäche. In der Senke angekommen, finden wir diese wunderschöne Lichtung mit der romantischen Wiese vor. Bei der vom Sachsenforst errichteten Schutzhütte finden sich diese riesengroße Axt und Schrotsäge. Welch schöne Erinnerung an eine in früheren Jahren hier gelegene Köhlerei. Bevor wir weitergehen, sollten alle, die noch gut zu Fuß sind, diese kleine Brücke überqueren. Wie die Tafel verrät, finden sich auf dem hier angelegten kleinen Rundweg einige höchst interessante Bäume, wie zum Beispiel den ältesten Fichtenbestand Sachsens. Allein der Pfad ist schmal, stellenweise ziemlich steil, dennoch schön. Nur war am Tag meiner Wanderung die Vegetation zu üppig, denn irgendwann war kein Pfad vor lauter Bewuchs mehr zu erkennen. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Zurückgekehrt auf die Lichtung gibt es jetzt zwei Varianten für den weiteren Weg. Ihr könnt nach links in den neuen Magersbachweg einbiegen und erreicht Karlsfeld wesentlich früher. Für alle, die noch gut zu Fuß sind, kann ich nur empfehlen, noch einen kleinen Umweg zu machen. Nämlich geradeaus weiter auf der grünen Markierung in Richtung Sachsengrund laufen. Nach etwa 2 Kilometern öffnet sich der Hochwald und wir bekommen einen wunderbaren Blick auf das idyllisch in seinem Tal eingebettete Sachsengrund geboten. Unten angekommen finden wir das frühere Lokal Weidmannsheil, welches heute eine sehr empfehlenswerte Pension beherbergt. Traurig sein muss jedoch niemand, weil es hier keine Gaststätte mehr gibt. Die Herbergseltern haben sich nämlich etwas sehr Schönes einfallen lassen. Wir finden hier einen Kühlschrank mit allerlei gut gekühlten Getränken zur Selbstbedienung, inklusive Kasse des Vertrauens. Eine großartige Sache, wie ich finde. Wie denkt ihr denn über so einen Vertrauensvorschuss? Frisch gestärkt durch die kühlen Getränke laufen wir den Pyratalweg in Richtung Kammweg Karlsfeld. Ein kleines Stück ist der Weg noch grün markiert.
Kurz nach dieser gemütlichen Blockhütte zweigt der grün markierte Weg rechts ab. Wir laufen ohne Markierung immer weiter die Pyra entlang. Keine Angst, ihr könnt euch gar nicht verlaufen. Dennoch schreibe ich euch den Link von Outdoor Active bzw. Komoot unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch die GPS-Daten bei Bedarf laden. Die Namen Sachsen-Grund und Kammweg sagen schon alles, was jetzt auf uns wartet. Der Grund ist nun einmal unten und der Kamm oben. Also steigen wir auf den nächsten reichlich 4 Kilometern insgesamt 170 an Höhenmetern nach oben. Aber keine Angst, der Weg zieht sich sanft und ist machbar. Als Belohnung für den Aufstieg wartet der idyllische Anblick dieser Hütte und vor allem des Schwarzen Teiches auf uns. Dieser schwarze Teich wird durch das umliegende Hochmoor des Naturschutzgebietes Kranichsee gespeist und ist gleichzeitig als Quellgebiet der großen Pyra anzusehen. Nach diesem Augenschmaus geht es ein letztes, kurzes, aber steiles Stück nach oben und wir haben den Kammweg erreicht. Die Grenze zwischen Sachsen und Böhmen gehört zu den ältesten Grenzen in Mitteleuropa und hier ist die Zeit fürs Geschichtenerzählen, nämlich von den eingangs erwähnten Schmugglern. Unsere Grenze im Erzgebirge macht, wie wohl die meisten Grenzregionen, keine Ausnahme. Wo Grenzen sind, da gibt es Schmuggler. Selbst unserem mehrfach erwähnten Volkshelden Karl Stülpner wird nachgesagt, er habe sich in diesem Gewerbe betätigt. In der Umgangssprache unserer Region wurden sie Pascher genannt. Dieses Wort soll angeblich aus der französischen bzw. italienischen Sprache abgeleitet sein und so viel wie überschreiten, nämlich der Grenze, bedeuten. Es gibt aber noch eine zweite Version, woher dieses Wort stammt. Es soll nämlich ganze Banden sowie regelrechte Innungen gegeben haben. Dort wurde ausgewürfelt, eben einen Pasch, wer den gefährlichen Weg zu gehen hatte. Es gab wohl nichts, was nicht geschmuggelt wurde. Über Spitzen, Geflügel, Strümpfe, Uhren, das teure Salz bis hin zu Kobalt gab es nichts, was nicht begehrt war. Karl May hat diese Vorgänge in seiner Geschichte vom Buschgespenst eingebaut, zeigt anschaulich die Not der armen Leute und warum sie zum Schmuggeln gezwungen waren, um wenigstens die allergrößte Notlage ein wenig zu mildern. Es gab wohl keinen von ihnen, der davon reich oder gar wohlhabend geworden wäre. In der sehr guten Verfilmung der DEFA sind diese Ereignisse ebenfalls einer der wichtigsten Handlungsstränge. Und manche behaupten, auch heute noch würde dieses alte Gewerbe blühen. Doch genug der alten Geschichten, genießen wir die Sonne auf unserem Kammweg, welcher gleichzeitig Radfernweg für mehrere Routen ist. Welch ein Naturidyll! Auch wenn das Moor gefährlich ist, ich finde diesen Anblick traumhaft schön und möchte damit eure Lust und Neugier auf eine der nächsten Wanderungen wecken, nämlich das bereits vorhin angesprochene Naturschutzgebiet Kranichsee. An dieser schönen Schutzhütte mit informativen Tafeln verlassen wir den Kammweg und nutzen die gelbe Markierung des Rundwegs Talsperre in Richtung Karlsfeld. Weit müssen wir dann auch nicht gehen, um sie zu sehen. Die höchstgelegene deutsche Talsperre. Hand aufs Herz. Wer von euch hat es gewusst, dass sie hier in unserem Karlsfeld zu finden ist?
Auf dem Rundweg bleiben wir nicht lange und biegen auf einer älteren, ein wenig verblichenen Markierung mit rotem Strich ab in Richtung Kreuzel und Karlsfelder Kirche. Dieser liebevolle Name Kreuzel entpuppt sich schnell als Wegeskreuzung und diesmal geht's nach rechts, auch wenn der Weg ziemlich verwachsen aussieht. Und so haben wir für den letzten Abschnitt noch einen richtig angenehmen und schönen schmalen Waldweg vor uns. Kurz vor unserem Ziel können wir noch einen kurzen Abstecher nach rechts zum Skilift machen. Denn Karlsfeld ist, der Name Sächsisches Sibirien sagt es ja bereits, sehr schneesicher und damit ein Eldorado für alle Wintersportfans. Aber heute bietet sich für uns ein wunderschöner Ausblick auf unser Karlsfeld. Irgendwann müssen wir uns dann doch von diesem schönen Anblick trennen und laufen den rot markierten, sehr schmalen Pfad nach unten und erreichen schließlich die Straße, der wir noch ein Stück folgen, bis wir unseren Ausgangspunkt, die Trinitatiskirche, erreicht haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer heutigen etwas größeren Wanderung und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben bzw. ein Abo, selbstverständlich kostenlos, freuen. Bis bald zu unserer nächsten Tour. Ciao!